Geht es dir auch so, dass bei dir jeden Tag die Hütte brennt, so wie hier, oder noch viel schlimmer? Geht es dir auch so, dass du am Rande deiner Kräfte bist und dass du nicht mehr weißt, wie du den nächsten Tag überleben sollst? Und eigentlich hast du mal Kinder gemacht und hast gehofft, dass das so wunderschön wird wie in anderen Familien. Und du fragst dich, was der liebe Gott hier mit dir vorhat, weil du hier in einem Irrenhaus bist, in einem Affentheater. Und ständig ist Geschrei, ständig gibt es Konflikte, alles ist nur voller Probleme. Deine Ehe fährt vielleicht gerade vor die Wand und du möchtest dich einfach nur irgendwo in ein Loch begeben und begraben. Meine Klienten erzählen mir viel davon und mir ging es auch sehr oft so. Hast du schon alle deine Therapien gemacht, die dir die Ärzte vorgeschlagen haben? Ergo, Logo, alles Mögliche. Hast du dein Kind gefördert, so wie es sich gehört? Hast du ihm auch Medikamente gegeben, so wie der Arzt es vorgeschlagen hat? Oder traust du dich nicht, die Medikamente zu geben, weil du Schlimmes gehört hast über sie und so ein ganz ungutes Gefühl im Bauch hast? Dann gratuliere ich dir. Dieses ungute Gefühl im Bauch, dem darf man auch gehorchen. Wenn du also nun alles gemacht hast, was du tun kannst und dein Kind reagiert trotzdem mit Verhaltensauffälligkeiten, mit schwachen schulischen Leistungen, mit sozialen Problematiken, mit motorischen Defiziten, mit Dyskalkulie, mit Leserechtschreibschwäche, mit Depressionen oder sonst irgendetwas, dann kann das unter Umständen an den frühkindlichen Reflexen deines Kindes liegen. Mein Name ist Monika Föhner. Ich bin Expertin für ADHS-Kinder, Kinesiologin und ganzheitliche Reflextherapeutin. Und mit mir zusammen wirst du es schaffen, wieder eine entspannte, glückliche, fröhliche, gesunde Familie zu sein und das ohne ADHS-Symptome, starke Medikamente, psychische Veränderungen oder schlimme Nebenwirkungen. Ich selbst bin Mutter von 2 Kindern, 2 Jungs, die zeitweise sehr, sehr erziehungsintensiv waren, einer wie der andere. Und mein Kind wurde schon im Kindergarten auf Ritalin gesetzt und mein zweiter auf Risperidon. Ich weiß also, was du durchmachst. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß auch, wie es den Kindern geht. Und ja, bei uns hat die Situation mit den Medikamenten einfach alles nur richtig, richtig schlimm gemacht. Ja? Also da kamen dann Tics zum Vorschein, da kam dieser Rebound, das war eine Höllenfahrt jeden Tag. Zusätzlich noch 4 bis 5 Jahre lang ohne Schlaf. Also das Kind konnte einfach nicht schlafen, egal was wir getan haben und was wir gegeben haben. Das war wirklich fast nicht auszuhalten. Und irgendwann habe ich dann mich verabschiedet von der Schulmedizin und habe meinem Arzt gesagt, der mir das 7. Mittel geben wollte. Ich sage, nee, wir machen hier nicht weiter, wir kommen auch nicht mehr wieder. So macht das keinen Sinn. Und dann hatte ich den Salat. Dann stand ich da und musste jetzt sicherstellen, dass mein Kind nicht noch mehr Ärger bekommt in der Schule, wie es schon mit den ganzen Medikamenten bekommen hat. Und so habe ich mich auf eine mindestens 10-jährige Recherche für ADHS-Medikamente begeben oder ADHS-Methoden oder Kräutern. Und so habe ich viele, viele, viele Studien ausgewertet, viele Sachen gekauft und ausgetestet. Was immer du gerade eben dir bestellt hast, frag mich, ich kann dir höchstwahrscheinlich sagen, ob es hilft oder nicht. Ja, und ich habe noch nicht mal Johanniskraut verschrieben bekommen von meinen Ärzten, auch nicht auf Privatrezept. Und so musste ich eben mir anderweitig helfen. Na, auf diesem Weg hatten wir mit vielen Therapeuten ja noch zu tun. Da musste man ja noch seine Sachen zu Ende machen. Und die haben meine Kinder beobachtet und haben gefragt, Frau Föhner, was haben Sie gemacht? Und ich sagte, keine Medikamente mehr gegeben, ja, und die Therapie. Und ich sagte, Frau Föhner, das geht nicht. Das, was Sie da machen,
das ist so genial. Ich habe so viele Kunden, die wissen auch nicht weiter. Können Sie die nicht mal anrufen? Die suchen ganz dringend jemanden, der ihnen hilft. Und so kam es, dass den Heilpraktikern sich die Haare aufgestellt haben, wenn ich da war und meine Medikamente gebracht habe, die ich für meine Kinder gefunden habe. Die sind fast vom Stuhl gefallen und haben gesagt, Frau Föhner, Sie machen mir Angst. Und ich so, wow, Entschuldigung, was ist denn los? Sie haben die richtigen Medikamente, Sie haben sie zur richtigen Dosierung und die sind rein. Und wie können Sie das auf Amazonien finden? Ja, ich weiß es auch nicht, wie ich das gefunden habe. Recherche? Und dann hieß es von meinen Heilpraktikern, also Frau Föhner, Sie müssen das machen, Sie müssen diesen ADHS-Kindern helfen. Diesen Wunsch hatte aber auch der Kinderarzt, den Wunsch hatte auch die Psychologin. Jeder hat gesehen, boah, das funktioniert ja auch ohne Psychopharmaka. Und warum weiß das keiner? Ja, weil vielleicht noch keiner so irre war wie ich und über 10 Jahre recherchiert hat. Vielleicht, weil noch keiner die Pistolen auf der Brust so feste gesetzt hatte wie ich und einfach irgendwas finden musste. Da gab es einfach keinen Ausweg. Ja, also so haben die Therapeuten beschlossen, dass ich das tun soll. So haben sie mir ihre Kunden gebracht und haben teilweise auch schon meine ätherischen Duftmischung an ihre Kunden weitergegeben. Und dann war natürlich klar, ich muss jetzt aus meinem Faible das wirklich so umsetzen, dass so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Und deswegen habe ich mich ausbilden lassen in der Kinesiologie, analytische, psychosoziale Kinesiologie mit ätherischen Ölen, habe meine ganzheitliche Reflexausbildung gemacht. Und hier bin ich für dich. Stell dir vor, wie das auch für dich wäre, wenn du nach der Arbeit abgekämpft nach Hause kommst, dein Kind sitzt im Homeschooling hier und es hat doch tatsächlich alle seine Aufgaben gemacht. Es gibt seit Wochen keine Beschwerden mehr vom Lehrer. Das Kind bringt 2 und 3 nach Hause. Die Küche ist gemacht. Die Kinder zoffen sich nicht mehr die ganze Zeit. Stell dir vor, wie genial das wäre. Also meine Klienten, die sind aus dem Häuschen. Denen ist es richtig, richtig spooky. Die wissen gar nicht, was sie davon halten sollen, dass sie auf einmal nicht mehr hinter ihren Kindern herrennen müssen und sie ständig kontrollieren müssen und sie ständig ermahnen müssen. Die entdecken gerade eben ihre Freiheit, ja? Indem sie auch mal am Nachmittag jemanden zum Kaffee einladen können. Wenn du das auch willst, dann melde dich doch einfach hier zu einem Termin und dann gucken wir, wie wir auch deine Familie glücklich bekommen, wie wir auch bei euch den Druck rausnehmen, dass es einfach keine Blockaden mehr gibt, dass es keine Hindernisse mehr gibt, dass dein Kind sich so entwickeln kann, wie jedes andere normale Kind auch. Und dann wird das auch wieder was mit der glücklichen, zufriedenen Familie und mit dem entspannten Zusammensein. Und das funktioniert auch ohne Psychopharmaka und auch ohne schlimme Nebenwirkungen und auch ohne psychische Veränderungen und auch mit sehr viel geringeren ADHS-Symptomen. Wir sehen uns. Ich freue mich auf dich. Tschüss.